Der große Wandel. Wir sind genau auf diese Zeit, die letzten 2 Jahre von Amira vorbereitet worden und sie hat heute besonders spannende Nachrichten für uns. Doch zuallererst ein herzliches Willkommen auf meinem Amira Solis Kanal für alle Neuen. Mein Name ist Lydia Gruber. Wenn dir das Video gefällt, wenn du immer aktuelle Informationen möchtest, dann bitte abonniere meinen Kanal und gebt mir ein Like, wenn es euch gefallen hat. So, ihr Lieben, ein kurzes Update zu unserem Segensprojekt Schutzschirm für Europa mit den Segenskugeln. Die letzten 14 Tage waren Reinhard und ich in Frankreich, in Spanien und in England. Wir haben insgesamt 5 Riesenkugeln in die Regionen gebracht und ein Großteil dieser Länder mit ein paar kleinen Löchern ist jetzt ebenso abgedeckt. Es war eine sehr herausfordernde Reise, vor allem Frankreich war wirklich eine Challenge. Da ist so ziemlich alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Unser Flug hatte 3,5 Stunden Verspätung. Wir sind abends angekommen in Bordeaux und die Mietwagenstation hatte bereits zu. Es hat in Strömen geregnet. Wir hatten kein Auto, mussten dann zu diesem Flughafenhotel 2 Kilometer in strömenden Regen mit all dem Gepäck gehen. Am nächsten Tag wollten wir das Auto übernehmen, das wurde aber storniert, haben auch Stornokosten zahlen müssen wir dann ausschnapsen, was da rauskommt, mussten ein neues Auto buchen, mussten auf das neue Auto warten und nicht nur, dass wir fast keinen Schlaf hatten in dieser Nacht, es hat dann auch der nächste Tag schon so angefangen. Wir sind dann nach Limoges gefahren, zu einer lieben Dame, der Dominique, haben die Kugel übergeben. Das war alles sehr harmonisch, sind ein bisschen runtergekommen und sind dann in unser Hotel gefahren. Es hat noch immer strömend geregnet, das Hotel war geschlossen. Wir haben dann herumtelefoniert, ja, die hatten einen Notfall, wir sind aber nicht verständigt worden vom Booking.com. Und dann hat es noch geheißen, okay, wir müssen uns selber ein neues Hotel suchen. Das haben wir dann getan im strömenden Regen. Dieses Hotel, wo wir dann waren, hat es auch von vorne bis hinten nur Troubles gegeben und wir waren dann schon sehr, sehr angespannt. Ja, so manchmal hat man so, ja, Herausforderungen und dann ist auch angesagt worden, wir waren dann einen Tag daheim, haben Kugeln aufgenommen, also neue Kugeln eingepackt sozusagen für England und da wurde wieder angesagt, ganze Woche strömender Regen. Und dann habe ich gesagt, hey, es reicht, uns werden da nur Steine in den Weg gelegt, aber auf der letzten Reise, wir sind eh schon so im Stress, wir fliegen nur, sind 1, 2 Tage vor Ort, fliegen weiter. Das ist ja nicht lustig und jetzt haben wir wieder nur schlechtes Wetter, so kann das nicht sein. Macht was. Und siehe da, England war schön. Ersten Tag hat es noch geregnet, habe ich mich nochmals beschwert. Und der Rest der 6 Tage, wo wir in England waren, hatten wir Gott sei Dank gutes Wetter. Es ist alles gut gelaufen und wir hatten dann noch eine ganz schöne Zeit. Ich habe mich dann bedankt, habe gesagt, super. Der Reinhard sagt zu mir, nicht loben, bevor nicht alles vorbei ist. Das war mein Fehler. Was war? In Wien war mein Gepäck weg. Jetzt warte ich auf meine Sachen. Ja, werde ich schon bekommen. Gut, so wer eine Reise hat, der hat was zu erzählen. Das waren so die Herausforderungen. So, ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich für eure Unterstützung. Ohne euch wäre dieses Projekt nicht so vorangeschritten. Und ich denke, dass bis Monatsende, dass wir dann auch diese kleinen Löcher, die es da noch gibt, dass wir die auch noch stopfen können. Ich schaue mir das jetzt die nächsten Tage an, wo genau noch was fehlt. Wenn ich euch dazu noch brauche, sprich Standortsuche und so weiter, werde ich das in meinem nächsten Video dann bekannt geben, so dass wir wirklich bis Monatsende, wäre toll, dass wir da wirklich ganz Europa abgedeckt haben und dieser Schirm geschlossen werden kann.
Warum das so wichtig ist? Weil wir in der großen Zeit des Wandels leben und wir sind mitten im Thema. Amira hat mir heute in der Früh, ich habe gesagt: „Worüber reden wir heute?" Amira hat mir da schon einige Sachen, Vorinfos gegeben und ich denke, das könnte das spannendste Video werden, das wir jemals gedreht haben, aber lassen wir uns überraschen. Liebe Amira, ich bin bereit, dir das Wort zu übergeben. Seid gegrüßt. Eure Realität, wie ihr sie wahrnehmt, ist nur ein Bruchteil von dem, was tatsächlich ist. Wir haben in den vergangenen 2 Jahren schon viel über solche Dinge gesprochen und ich habe euch immer Puzzleteile zu dem Großen und Ganzen gegeben. Wir haben über Dimensionstore gesprochen, über Zivilisationen aus anderen Welten, über Zeit und Dimensionslinien. Wir haben gesprochen über Dimensionen, über Aufstieg, über verschiedene Wahrnehmungen in anderen Dimensionen. Und mit den Informationen, die ich euch gegeben habe, werde ich heute versuchen, ein Gesamtbild zu erstellen. Denn die Welt ist nicht das, was sie scheint. Es ist alles viel komplexer, als ihr euch nur irgendwie vorstellen könnt. Wir werden da in den nächsten Wochen öfter darüber sprechen, denn es ist für euch selbst wichtig, dass ihr das schon gehört habt, dass ihr das versteht, denn wenn die Augen geöffnet werden und ihr von dem, was ist, viel mehr wahrnehmen könnt, dann ist das für euren Verstand man könnte fast sagen, eine Überladung, wo es zu einem Kurzschluss kommen könnte, was bei den Menschen, die ganz tief schlafen, dann auch das sein könnte, dass sie damit gar nicht klarkommen. Man sieht ja jetzt schon nur mit den Energien, die vorhanden sind, dass viele Menschen das gar nicht mehr ausgleichen können und die verfallen dann in Depressionen, nehmen Antidepressiva und werden sozusagen mit chemischen Mitteln ruhig gestellt. Das ist etwas, was ihr aber nicht wollt. Ihr wollt die Wahrheit wissen, ihr wollt in eine neue Ära eintreten, in eine neue Zeit gehen. Danke für den Hinweis, Lydia. Ich habe gerade gefragt: „Ja, aber was ist mit den Leuten, die Antidepressiva nehmen, wo es halt nicht anders gegangen ist?" Da wird sicher Menschen in meinem Kanal geben, die Schlaftabletten nehmen, die eben solche Substanzen nehmen. Was ist mit die? Können die dann nicht aufwachen oder was sollen die machen? Natürlich, macht euch bitte keine Sorgen, niemand ist verloren. Es gibt ja sozusagen habe ich euch schon gesagt, die erste Welle und diese Menschen werden dann all jenen, die wirklich ein gutes Herz haben, die wirklich dabei sein wollen, die werden denen dann den Weg bereiten, denen helfen, dass sie auch, wenn ihr Bewusstsein gedrückt ist durch diese Mitteln, dass sie da einen Weg finden werden, euch in die nächste Ebene mitzunehmen. Warum die erste Welle? Von der ersten Welle werden sich viele als, hm, nennen wir es als Zeitenwanderer,
Dimensionswanderer bereit erklären, die nicht nur in den Dimensionen herumspringen können sozusagen, sondern die auch auf den Zeitdimensionslinien surfen lernen. Das heißt, ihr könnt nicht nur die Zeit wechseln in dieser Dimension, sondern auch in anderen Dimensionen. Das bedeutet, ihr bekommt in einer höheren Dimension eine Schulung, seid vielleicht gefühlt ein Jahr weg, werdet dann zurückgebracht mit vielleicht einer Verzögerung von einer Stunde. Das heißt, ihr seid nicht abgängig und mit dem, was euch offenbart wurde, helft ihr dann ähm, dem Menschen zur Entwicklung. Diese erste Welle wird bald beginnen. Das wird Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres sein. Viele von euch werden gerufen werden, bekommen dann die dementsprechenden Einschulungen. Eure DNA-Stränge werden aktiviert, die noch schlafen. Das heißt, ihr habt eine viel größere Kapazität, um Dinge zu verstehen. Ihr bekommt natürlich dann auch Schulungen, wie ihr damit umgeht, mit diesem plötzlichen, ähm, großen Wissen. Ihr werdet dann an eure persönliche, hm, Vergangenheit angeschlossen. Das bedeutet, alles, was ihr jemals gelernt habt, erfahren habt, gewusst habt, ist dann für euch da, jederzeit abrufbar. Das heißt, von dem, was ihr jetzt in diesem Menschenleben bewusst könnt, das könnt ihr dann mehr oder weniger euch vorstellen, dass ihr dann tausendfach viel könnt, wisst, denn ihr hattet schon viele Leben, sei es auf dieser Erde, viele Inkarnationen oder wenn ihr natürlich von den Sternen kommt, auch das Wissen, was ihr euch da angeeignet habt. Und die Meisterseelen unter euch können sich dann zurückerinnern, man könnte sagen, bis hinein wirklich in die göttlichen Dimensionen und Ebenen und haben somit ein schier, hm, unendliches, Wissen zur Verfügung. Das wäre so der Gegenpol zu dem, was die dunkle Seite plant. Sie wollen euch mit KI verknüpfen, verkabeln. Das würden wir jetzt in unserem Beispiel als satanischen Weg und das andere als göttlichen Weg bezeichnen. Das eine treibt euch in die Abhängigkeit von falschen Göttern, von falschen Wesenheiten, von achontischen Energien und das andere bringt euch zurück zum Ursprung, bringt euch zurück in euer wahres Sein. Ihr könnt euch erinnern, wer ihr seid, warum ihr hier seid, was eure Aufgabe ist. Mir läuft gerade ganz warm und kalt durch den ganzen Körper, Amira. Entschuldigung, geht schon wieder. Gib mir einen Moment. Danke. Huh, das ist eine enorme Energie, die du da mit deinen Worten bringst. Ja, ich weiß. Und ihr geht da wirklich dann in eine weltöffnende, wahrheitsöffnende Ebene hinein. Ihr werdet da aber dann wirklich gut geschult, gut vorbereitet und der erste Schwung sind wirklich die, die den anderen dann helfen werden. Ihr bekommt das ganze Wissen mit, das notwendig ist, um dem Menschen guten Willens zu helfen. Was aber jetzt für jeden von euch, egal wo ihr steht, wichtig ist, dass ihr euch entscheidet, denn diese Phase der Entscheidung neigt sich wirklich dem Ende zu. Die meisten haben schon gewählt, ein paar werden noch switchen, manche werden noch umfallen, die sich für den guten Weg entschieden haben, werden noch umkippen durch verschiedenste
Versuchungen, durch verschiedenste Manipulationen. Daher ist es wirklich wichtig, dass ihr euch jetzt Zeit nehmt für euch, für eure Entwicklung, dass ihr eure Übungen macht, dass ihr bei euch bleibt, dass ihr euch nicht steuern lasst, denn die Chance ist dann vorbei. Ihr hattet jetzt lange genug Zeit, euch zu entscheiden, und das ist wie bei einem Zug, der zwar Verspätung hat, aber irgendwann fährt er ab. Und wenn er abgefahren ist, ist er abgefahren. Und in dieser Phase seid ihr. Der Zug hat ein bisschen Verspätung, Gott sei Dank, dass wir noch ein paar mehr mitnehmen können, aber bald ist das vorbei. So, es ist nichts im Moment wichtiger, als für das große Ganze mitzuarbeiten, an eurer Entwicklung zu arbeiten, auch an der Erdheilung zu arbeiten. Seht euch als verbunden mit Mutter Erde, mit den Tieren, mit allen Menschen. Seht euch nicht getrennt, denn ihr gehört alle zusammen. Und wenn ihr in dieser Verbindung seid, seid ihr auch in der Liebe. Und die Liebe ist das, was euch antreibt. Die Liebe ist das, was euch in den Weg bereitet für den nächsten Schritt, für den Sprung. Und es ist eben, ich muss es anders sagen, dass die Lydia es übersetzen kann, verstehen kann. Gut, dann machen wir's so. Jede Spezies, seien es nun Tiere, Naturwesen, Menschen, Engel, ganz egal, ähm, steht jetzt vor einer sehr wichtigen Hm, Phase, könnte man sagen, in der Dimension, in der sie agieren, in eurer Zeitdimension. Das heißt, alle Engel, die sich bereit erklärt haben, in dieser Zeitdimension, in der ihr euch glaubt zu befinden, die was hier agieren, mithelfen, ebenso die Naturwesen, die in dieser Zeitdimension leben, alle Tiere, alle Menschen, stehen nun vor einer ultimativen Herausforderung und einer großen Veränderung. Viele Engel haben, man könnte sagen, eine Teilinkarnation. Die sind zwar mit ihren Engelwesen eng verbunden, haben aber einen menschlichen Körper angenommen, eine Familie auserwählt, in der sie inkarniert sind. Also es gibt auch Engelmenschen unter euch sozusagen, die einen menschlichen Körper haben, die sich bereit erklärt haben, gemeinsam mit einer menschlichen Seele diese Qualitäten reinzubringen, was wichtig ist für die nächste Dimension. Dann gibt es auch Sternengeschwister, Außerirdische, die sich inkarniert haben, aber auch wieder in Verbindung mit einer menschlichen Seele, könnte man sagen. Das sind so Vereinbarungen zwischen menschlichen Seelen und Seelen aus höheren Dimensionen. Das bedeutet Menschen, die sich schon bewährt haben, die schon viel Karma erlöst haben, die viel Gutes schon geschafft haben in anderen Inkarnationen, die werden dann auserwählt, mit einer Seele aus höheren Sphären zu arbeiten, zu kooperieren, sich parallel zu schließen. Man könnte dann sagen, ein Teilaspekt dieser Sternengeschwister, die schon in höheren Dimensionen leben, seit Jahrmillionen vielleicht, ähm,
Ein Teilaspekt dieser Sternenseele geht dann mit einer Menschenseele ganz parallel, ganz konform. Die schließen sich zusammen zu einer Einheit und auch die wirken dann in dieser Ebene auf ganz besondere Weise. So sind auch sehr viele Tiere, auch wenn man Tiere jetzt beobachtet, und noch vor vielleicht 50, 60 Jahren anschaut. Auch hier gab es eine große Veränderung. Man hat oft das Gefühl, die Tiere verstehen ganz genau, worum es geht. Und auch hier hat es eine große Entwicklung gegeben, denn die Tierseelen haben auch ihre Meisterseelen und auch hier sind viele Meisterseelen bei den Tieren, die auch sie anleiten, bei diesem großen Übergang, bei diesem großen Ganzen, mitzuarbeiten und mitzuhelfen. Naturwesen sowieso. Naturwesen haben eine Sonderstellung. Viele von den Naturwesen haben sich nie manipulieren und beeinflussen lassen. Sie haben sich einfach zurückgezogen. Ich rede jetzt vom Prozentsatz. Natürlich gibt es auch Wesenheiten, die hm, auf der anderen Seite agieren, Naturwesen, aber sehr viele haben sich ihre reine Seele oder ihr reines Sein bewahren können. Viele haben sich zurückgezogen ins Innere der Berge zum Beispiel oder zurückgezogen in die Tiefen der Meere, einfach um nicht Spielball von diesen Kräften zu werden, haben sich dann auch von den Menschen vollständig zurückgezogen. Und auch hier ist jetzt ein Wandel da. Auch sie kommen hervor, um mehr und mehr gemeinsam mitzuarbeiten, um die Erde, um die Menschheit in die nächste Dimension zu heben, zu bringen. Wir haben alle jene, die von Anfang an dabei sind, auch immer von einer neuen Erde gesprochen. Wie passt das zusammen? Auch hier möchte ich noch ein bisschen näher darauf eingehen. Ähm, Diese neue Erde, die es bereits gibt, die bereits geboren ist, das heißt ein neuer Planet, der der Erde sehr ähnlich ist, der noch in der Entwicklung, im Wachstum ist, könnte sich wirklich vorstellen wie ein Kind, was ihr gebärt. So hat auch die Erde ein Kind geboren sozusagen, einen neuen Planeten geboren, der jetzt noch in der Ausdehnung ist. Der wird noch etwas größer, wird dann auch ungefähr die Größe von eurer Erde erreichen. Und dieser Planet wird dann auch bewohnt werden von reinen Menschenseelen, die da dann hinübergehen werden. Das ist auch schon in Vorbereitung. Viele, die verstorben sind in den letzten 10, 15 Jahren und schon das richtige Bewusstsein hatten, sind bereits dort auferstanden sozusagen mit dem Körper, wie ihr ihn kennt und bereiten da schon in Verbindung mit den Sternengeschwistern für viele Menschen, die rüberkommen werden, das vor, dass ihr nicht vom Punkt Null anfangen müsst. Es stehen dann schon sozusagen eine Infrastruktur für euch bereit. Einige Lichtarbeiter, die rübergegangen sind, die haben diesen Zeitdimensionswechsel gemacht. Die wurden eben in der Zeit vorgebracht, wurden vorbereitet, denen wurde die DNA
vollständig geöffnet. Die wurden zurückgebracht auf die neue Erde. Und das heißt, mit vollem Bewusstsein, wirklich als aufgestiegene Meister sozusagen. Und die machen da sehr viel Arbeit im Vorfeld für euch. Die bereiten da vieles vor, machen Schulungen für die Auferstandenen, die noch nicht den Meisterstatus haben. Das heißt, da ist sehr viel im Gang und da wird sehr, sehr viel gemacht. Das heißt, jeder, der jetzt stirbt und schon das richtige Bewusstsein hat, kommt direkt hinüber mit seinem Körper, der sich aber verjüngt. Und alle anderen nehmen den Körper mit. Das heißt, ihr müsst nicht sterben, um auf die neue Erde zu gehen. Ein Teil bleibt aber auf der alten Erde zurück. Das ist ihre Entscheidung. Und da sind wir jetzt bei dem Schutzschirm Segensprojekt, was wir da für Europa gemacht haben. Diese Segenskugeln verschaffen euch der Menschheit Zeit. Zum einen, dass diese dunklen Pläne der anderen Seite nicht so einfach verwirklicht werden können. Sie bringen auch Bewusstsein, dass noch viele im letzten Moment mitgehen. Und da sie diese Chemikalien, die da ausgesprüht werden, die im Boden sind, neutralisieren, ist es für die Menschenkörper auch wieder leichter zu entgiften, das loszuwerden, auch den Kopf zu entgiften sozusagen, dass sie noch Chance bekommen, noch last minute dann mitzugehen, dass sie sich besser fühlen, dass sie persönliche Entscheidungen treffen können und nicht entschieden werden. Viele Entscheidungen, die ihr derzeit trefft, die Menschheit derzeit trifft, ist fremdbestimmt, fremdgesteuert. Man könnte sagen, die Seelen sind übernommen. Die Menschen sind wie Marionetten, die genau das tun, wozu sie instrumentiert werden. Und das ist beim Großteil der Menschheit leider der Fall. Ihr, die ihr den Kanal anschaut, die meisten von euch gehören ja zur anderen Gruppe und für euch ist es jetzt wirklich ganz wichtig, entgiften, den Körper entgiften, aber auch den Geist entgiften. Bitte meditiert, macht Yoga, macht Tai Chi, was auch immer, um euch zu zentrieren, um bei euch zu sein. Es gibt da verschiedene Wege. Einen Weg habe ich euch aufgezeichnet mit den ganzen Übungen. Also macht etwas Wichtiges für euch, haltet euch fern von den falschen Propheten, überprüft wirklich alles genau, was ihr tut, ob es wirklich dem Licht dient. Sind sehr viele Scharlatane unterwegs, gerade auch auf YouTube, auch im spirituellen Sektor, die noch die Seelen einfangen möchten. Auch hier haben wir schon öfter darüber gesprochen. Also seid wachsam, trefft eine innere Entscheidung, betet. Aber dieses Gebet, wobei wir jetzt bei einem wichtigen Punkt noch sind, damit meine ich nicht etwas Nachgeplappertes, sondern wirklich vom ganzen Herzen ein Gebet aus dem Herzen heraus mit der göttlichen Quelle, mit, ob wir es jetzt Gott oder Göttin bezeichnen, ist egal, mit der Urquelle. Es gibt nur eine Urquelle, einen Gott. Und das, was die Menschen daraus gemacht haben, diese vielen Götter, auch darüber haben wir schon gesprochen, ist einfach, sind Dimensionen darunter. Ihr wendet euch bitte jetzt direkt an die höchste Quelle, denn es ist wichtig, dass ihr jetzt keine Zeit mehr verliert, dass ihr keine Irrwege, keine Umwege mehr geht. Wer es nicht getan hat, diese Übung aus der letzten Woche mit der goldenen Kugel und der Rotation, ist wirklich wichtig, dass ihr diesen Manipulationsenergien nicht
zum Opfer fällt. Macht das jeden Tag. Es dauert, wenn ihr geübt seid, wirklich nur eine Minute. Wenn ihr das in der Früh macht oder früh und abends macht, das dauert nicht lange. Macht das bitte, damit ihr euch da wirklich gut durch diesen Irrweg, durch hm, bewegen könnt, ohne da auf Irrwege zu geraten. Es ist jetzt ganz wichtig, denn wie gesagt, es ist nicht mehr viel Zeit. Ich sage es wieder, ich habe schon oft gesagt, ihr habt jeder eure Helfer an eurer Seite und jetzt geht es wirklich darum, eure persönliche Entwicklung, aber auch das Miteinander, das Füreinander. Öffne dein Herz für deine Mitmenschen, öffne es für die anderen, aber liebe dich selbst und arbeite an deiner persönlichen Entwicklung. Es ist jetzt beides wichtig, aber du solltest wirklich verstehen, dass du selbst jetzt im Mittelpunkt stehst, denn wenn du es schaffst, kannst du dann, wenn du es schaffst, bei den Ersten dabei zu sein, bei der ersten Welle, kannst du dann Tausenden anderen den Weg bereiten. Also daher ist es jetzt Fingerspitzengefühl gefragt, nicht mehr verzetteln. Ihr braucht niemanden mehr bekehren, der nicht will. Die Zeit ist jetzt vorbei. Wer fragt und möchte, dann unbedingt denen helfen. Aber wer sich schon für den anderen Weg entschieden hat und unbelehrbar ist, verschwendet da bitte jetzt keine Zeit mehr. Das wäre jetzt schade um eure wertvolle, kostbare, begrenzte Zeit. Meine Lieben, ich werde euch jetzt immer am Laufenden halten, auch zu aktuellen Geschehnissen. Ich werde euch immer Updates geben, wo wir stehen, was der nächste Schritt ist. Und wir werden da gemeinsam durch diese Zeitdimensionslinien durchgehen. Und ich liebe euch. Ich bin an eurer Seite. Seid gesegnet. Eure Amira. Danke, liebe Amira. Ich denke, es war ganz, ganz spannend. Und wenn man sich das vorstellt, wie diese Zeiten, Dimensionen, Portale, dass das alles eigentlich ein großes Ganzes ist und diese verschiedenen Realitäten, die nebeneinander existieren, vielleicht einfach in einer anderen Dimension, in einer anderen Zeit und trotzdem ist alles verknüpft. Also echt, das übersteigt, denke ich, unseren Verstand noch bei weitem. Aber es geht jetzt nicht um unseren Verstand, es geht um unser Herz. Es geht jetzt wirklich darum, dass wir bereit sind, den Weg zu gehen, dass wir uns entschieden haben für den lichtvollen Weg, den Weg der Liebe, den Weg des Herzens und alles andere wird hinzugefügt werden, alles andere wird uns offenbart werden. Wenn unsere DNA-Stränge vollständig geöffnet werden, wenn wir diese Upgrades kriegen sozusagen, wenn wir dann das große Ganze verstehen, dann werden wir ja, dann werden wir es verstehen und das ist vielleicht jetzt gar nicht so wichtig. Gut ist, dass wir es wissen, dass wir bereit sind für die Öffnung. Wichtig ist, dass wir dabei sind, dass wir wirklich jetzt unser Herz ganz offen haben für unsere Mitmenschen, für die Erde, für die Tiere, für alles eigentlich, für alles, was ist. Weil ihr habt es gehört, wir sind alle verbunden und jeder hat so, sage ich einmal, seinen Teil, seine Aufgabe, seine Mission und es ist jetzt wichtig, dass jeder seine persönliche Mission erfüllt.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir leben wahrscheinlich in den spannendsten Zeiten der Geschichte und ja, schön, dass wir dabei sein dürfen und klar, so Zeiten des großen Umbruchs bedeuten immer eine Herausforderung, eine riesige Herausforderung, aber ich denke, wir werden das gut meistern und in diesem Sinne alles Liebe, bis nächste Woche und sei glücklich.